Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute mache ich wieder was ganz super Leckeres für euch. Crepes mit süßem Schmand und mit Schokolade. Das kommt dann nachher noch in den Kühlschrank. Das ist super, super lecker. Und wie es geht, zeige ich euch einmal. Dafür brauchen wir 250 Gramm Mehl, 2 Eier. Das hier sind 300 Milliliter Milch. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir davon brauchen. Ein Päckchen Vanillezucker oder 8 Gramm. Und für den Schmand nachher, das sind um die 200 Gramm Schmand, 50 Gramm Vanillezucker, 50 Gramm Puderzucker und geraspelte Kuvertüre. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel das ist. Ich mache schon mal das Kreppeisen an. Dann können wir in der Zwischenzeit schon mal den Teig machen. Für den Teig tun wir die Zutaten einfach in die Schüssel. Mehl, die Eier, und den Vanillezucker. Das will er schon wieder nicht. Und erstmal so einen Schuss Milch. Ich mache das normalerweise immer ohne Rezept. Deswegen ist das ein bisschen schwer für mich. Ich weiß immer von meinem Papa Mehl, Milch, Eier. So ein Crepe ist halt mit mehr Milch. Das ist ja eigentlich ein ganz einfacher Teig. Das ist super einfach. Und halt jetzt nur mit Zucker drin. Ich habe jetzt die vollen 300 Milliliter benutzt, damit der Teig sich auch halt verteilen lässt. So, wie sieht er aus? Flüssig. So wie er aussehen muss. Meines Erachtens. Die Kelle nehmen wir uns schon mal. Da hat wahrscheinlich auch, oder haben viele auch ihr eigenes Rezept nochmal. Ich weiß noch nicht, ob das Originalcrepes sind oder nicht. Das müsst ihr dann entscheiden. So, dann hole ich mir das Eisen mal hier näher hin. Jetzt tue ich mir einmal nur so ein bisschen Butter hier drauf. Ich tue noch mal einmal die überschüssige Butter ein bisschen ab, weil das war doch ein Tick zu viel. Also eigentlich nur so ein bisschen einölen. Ja, eigentlich haften die ja da so gut wie gar nicht dran. Dadurch, dass das so schnell geht, machen wir erstmal eben schon mal die Schmandmischung fertig. Das geht nämlich auch schnell. Oh. Schmand da rein. Mit dem Puderzucker. Weil sonst ist der Schmand halt zu sauer. Und das einfach nur verrühren. Alternativ könnte man ja auch Joghurt nehmen, oder? Ja, aber den muss man dann abseihen. Also, dass der durchs Küchentuch einmal läuft. Man kann das, ich kenne das eigentlich auch nur mit Quark. Quark gibt es hier nicht. Wir haben jetzt auch nicht viel Zeit gehabt, Quark auszuprobieren. Und auch nicht die Temperaturen. Von daher nehmen wir Schmand. Okay, also Schmand könnte gibt's man hier. in Deutschland auch alternativ Quark nehmen. Ja. Aber da würde ich auch ein bisschen Puderzucker reintun. Können wir jetzt schon mal den Teig aufs Kreppeisen tun. Und kurz warten, stellen wir uns schon mal alles hin. Weil das dauert jetzt nicht lange, bis der fertig ist. Ja, der sieht gut aus von der anderen Seite.
Jetzt tun wir uns die Schokolade da drauf. Da müsst ihr halt auch gucken, wie viel ihr darauf haben möchtet. Kann man schon nicht mehr verteilen, es ist schon zu heiß. Und warten wir mal kurz. Jetzt nehmen wir uns den Crepe hier runter. Machen uns schon mal den nächsten. Ich muss ja zugeben, ich bin so zufrieden mit dem Crepe-Eisen. Wir haben das jetzt schon seit x Jahren, keine Ahnung wie lange. Wir sind seit 8 Jahren, ich weiß nicht, hatte ich es ja schon? Weiß nicht, auf jeden Fall, das hatten wir auf jeden Fall schon in Deutschland, also über 3 Jahre haben wir das garantiert, locker. Mehr. Nee, viel mehr. Viel mehr. Und ich bin sowas von zufrieden von den Dingen. Deswegen verlinke ich euch auch mal eins in der Videobeschreibung. Ihr könnt das auch mit einer Pfanne machen, aber da bin ich dann doch zu ungeschickt zu. Man muss ja ehrlich sein. Jetzt ist er ein bisschen abgekühlt schon. Jetzt tun wir uns am besten mit 2 Löffeln den Schmand da drauf. Auf dem Crepe-Eisen kann man ja auch andere Sachen machen. Da hast du ja auch diese Frühstücks-Haferflocken-Pancakes mit Ja. gemacht. Oh, die sind auch so lecker. Hast du da schon ein Video gemacht? Ja. Ja. Ne? Kannst du mal verlinken hier. Das ist nämlich auch echt genial, diese Frühstücks-Pancakes. Und jetzt rollen wir uns den auf. Machen wir mal so. Und legen den eine Station weiter. Und die stellen wir dann gleich nochmal schön kalt, damit die Schokolade richtig schön hart wird. Und jetzt ist der nächste schon fertig. Also das immer wieder, bis der Teig leer ist. Das war jetzt der letzte Crepe. Ist noch heiß. Ja, ist noch sehr heiß. Wir lassen jetzt noch einmal ganz kurz auskühlen. Und tun die dann nochmal in den Kühlschrank. Und wenn der Schmand und die Schokolade fest sind, oder der Schmand wird jetzt nicht so fest, aber wenn die Schokolade richtig schön kross ist quasi, dann sehen wir uns wieder beim Probieren. Unsere Crepe-Rollen, was du denn, sind fertig. Ich habe gerade schon mal geguckt. Die lassen sich nämlich gut knacken. Ja, weniger geknackt, als ich gedacht habe. Oder leiser geknackt. Aber probieren wir ein Stück aus der Mitte. Okay, der Schmand ist doch noch nicht ganz hart. Aber gut. Soll mir ja egal sein. Na, ihr könnt den auch gerne halt länger im Kühlschrank lassen. Ich dachte, doch, die Schokolade ist nämlich hart. Mhm. Aber die sind richtig geil. Ich habe die auch noch nie mit Schmand gemacht. Ich dachte erst, es könnte ein Tick zu wenig daran sein. Aber das ist eigentlich genau die perfekte Menge. Also richtig, richtig lecker. Die könnt ihr jetzt dann halt auch so. Und da habe ich jetzt halt was weggegessen. Ja, der läuft ein bisschen aus. Wenn ihr die dann halt so anrichtet, ein bisschen schöner, könnt ihr die nämlich super als Fingerfood dann servieren. Und dann an eure Gäste verteilen. Oder an euch selber, das müsst ihr wissen. So. Dann noch ein bisschen Puderzucker drüber streuen. Die sind richtig, richtig lecker. Ja, da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ein sehr leckeres Ende mal wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Super tollen, guten, leckeren Appetit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Nimm mal das Holz runter. Immer so kompliziert. Möglichkeit komplett ohne Verbrennungen.